Heute stellen wir unserem Intralogistik-Experten Matthias Göhner Fragen zum Thema Effizienzsteigerung in der Intralogistik. Hallo Herr Göhner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. In der heutigen Intralogistik werden die Abläufe immer schneller und effizienter. Doch welche Rolle spielt dabei die Sensorik von Leuze? Um Abläufe in der Intralogistik schneller und effizienter zu machen, müssen sie hinsichtlich verschiedener Faktoren optimiert werden. Dabei geht es häufig um schnelle Bewegungsabläufe, die erkannt oder gemessen werden müssen. Dafür werden Sensoren benötigt, die ihre Daten noch schneller und genauer ermitteln, als es vor einigen Jahren der Fall war. So ist beispielsweise die Verfahrgeschwindigkeit eines Regalbediengerätes oder eines Shuttles deutlich gestiegen. Auch auf den Förderbändern werden Behälter oder Kartons erheblich schneller befördert als früher. Und um welche konkreten Anwendungsfälle handelt es sich dabei? Beispielsweise muss die Entfernung zu einem Regalbediengerät heute bei Geschwindigkeiten von bis zu 3 Metern pro Sekunde sicher gemessen und ohne große Verzögerungen ausgegeben werden. Im Bereich der Shuttle-Positionierung muss ein Sensor gestanzte Positionslöcher auch bei Geschwindigkeiten von über 4 Meter pro Sekunde sicher erkennen. Welche Bedeutung haben Effizienzkonzepte wie Same-Day oder One-Hour-Delivery für die Intralogistik im Zusammenhang mit Micro-Fulfillment-Centern? Diese Konzepte bringen eine neue, zusätzliche Art der Lagerlogistik mit sich. Um einen Kunden in einer Stunde beliefern zu können, ist es notwendig, dass das Verteilzentrum, aus dem die Ware kommt, näher beim Kunden liegt. Sonst ist der Lieferweg zu groß und die Anlieferung der Ware zum Kunden dauert deutlich zu lange. Dafür werden zusätzlich kleinere Verteilzentren in den Städten benötigt. Diese sogenannten Micro-Fulfillment Centers sind technisch nicht wirklich eine Neuheit. Neu ist aber, dass sie sehr stark standardisiert sind, ihre Inbetriebnahmedauer deutlich verkürzt ist und sie sehr flexibel sein müssen. Heute werden solche Micro-Fulfillment Center meist Shuttle-Lager verwendet. Ein sehr spannendes und auch aktuelles Thema. Welche Sensoren unterstützen dann auch konkret bei der Umsetzung der besprochenen Konzepte? Bei Micro-Fulfillment-Centern handelt es sich meist um standardisierte, mittelgroße Verteilzentren mit ca. 30.000 bis 40.000 Lagerplätzen, die mittels Shuttle-Technologie aufgebaut sind. Durch kundenspezifische Anpassungen der Sensorik im Vorfeld der Installation, wie zum Beispiel die Voreinstellung der benötigten Sensorfunktionen, passende Kabellängen oder Anschlussstecker, können sie vor Ort schnell und fehlerfrei in die Anlage oder in der Shuttle verbaut werden. Auch bei Sensoren lässt sich beobachten, dass die Geräte ja immer leistungsfähiger und effizienter werden. Können Sie diese Tendenz an einem bestimmten Sensor und auch dessen Entwicklung seiner Leistungsparameter illustrieren? Hier gibt es viele Beispiele. Ich möchte aber eines herausgreifen, an dem es am deutlichsten wird. Wenn wir uns die Datenübertragung auf einem Regalbediengerät anschauen, beginnt die Entwicklung mit der Datenübertragungslichtschranke DTLS78, die eine maximale Übertragungsrate von 9,6 Kilobit pro Sekunde hatte. Deren Nachfolger, die DTLS 170, hatte schon maximal 500 Kilobit pro Sekunde und konnte die ersten Feldbusse wie Profibus oder Interbus übertragen. Der nächste Schritt mit der DTLS 200 war dann mit 2 Megabit pro Sekunde die erste optische Datenübertragung, die nicht nur die klassischen Feldbusse und seriellen Schnittstellen, sondern auch schon Ethernet, TCP/IP und UDP übertragen konnte. Das neueste Gerät, die DTLS 500, überträgt mit maximal 100 Megabit und kann damit alle gängigen auf Ethernet basierenden Feldbusse der Industrie in Echtzeit übertragen. Durch das immer höher kommende Datenaufvolumen musste sie auch die optischen Datenübertragungen anpassen. Von 9600 Bit pro Sekunde auf 100 Megabit pro Sekunde. Noch einmal zum Thema Leistungsfähigkeit und Effizienz. Über unsere Sensoren sagen Sie, dass die Geräte sich selbst überprüfen können, um Stillstandszeiten in der Intralogistik zu minimieren oder auch gleich ganz auszuschließen. Aber wie funktioniert das? Nehmen wir zum Beispiel die gerade genannte Datenlichtschranke. Dabei handelt es sich um eine Sende- und eine Empfangseinheit. Intern weiß das Gerät, wie viel Lichtenergie es mindestens empfangen muss, um die angekommenen Daten sicher verarbeiten zu können. Technisch legen wir eine sogenannte Warnschwelle
fest, die etwas oberhalb liegt. Wird diese Warnschwelle erreicht, gibt das Gerät eine Information über einen Warnausgang oder über die Schnittstelle an die Steuerung aus. So kann signalisiert werden, dass speziell nach diesem Sensor bei der nächsten Wartung geschaut werden muss. Meist stellt sich dann aber heraus, dass die Optik verschmutzt ist. Und welche unserer Neuprodukte wurden dann auch unter diesem Effizienzgedanken entwickelt? Eines unserer Highlight-Produkte dieses Jahr ist das neue Laser-Positioniersystem der AMS 100i. Dieses Gerät wird zur Positionierung von linearen Bewegungen wie zum Beispiel Regalbediengeräten oder Verschiebewagen eingesetzt. Dieser Positioniersensor benötigt sehr wenig Bauraum, kann über sein modulares Montagekonzept effizient in die Applikation eingepasst werden. Sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis macht ihn auch für Applikationen effizient, bei denen bisher ein Lasermesssystem kein Thema war, etwa bei vielen Seilzugapplikationen. Durch seinen kleinen Laserspot ist er sehr einfach auszurichten und benötigt nur einen sehr kleinen Reflektor. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Wenn auch Sie weitere Informationen zu unseren Sensoren erhalten wollen, dann besuchen Sie unsere Webseite unter www.leutze.com.